Von den eisigen Gletschern im Süden bis zur trockensten Wüste der Welt. Vom Pazifischen Ozean bis zu den höchsten Gipfeln der Anden. Kalte Regenwälder, unbefestigte Straßen, 5000 Meter hohe Pässe und die sengende Sonne der Atacama-Wüste. Wir begeben uns auf 8000 Kilometer durch ein Land der Gegensätze, die unseren 40 Jahre alten VW-Bus oft an seine Grenzen bringen. Wissen wir wirklich, was uns erwartet? Komm mit uns auf ein unglaubliches Abenteuer. Ein ganz besonderer Roadtrip von Feuerland in die Atacama-Wüste. 8 Monate durch Chile. Unsere Reise beginnt am Ende der Welt, in Feuerland. In diesem fernen Land herrscht die Tierwelt. Es ist ein schwieriger Ort für Menschen. Das Klima kann selbst im Sommer extrem sein, mit Minusgraden und starkem Wind. Der Sturm, heute über 90 Kilometer pro Stunde, führt dazu, dass unsere Fähre zum Festland abgesagt wird. Am nächsten Tag beruhigt sich der Wind etwas und wir können eine der schwierigsten Überfahrten unseres Lebens antreten. Wir tanzen auf der Magellanstraße und die Wellen spülen das Salzwasser über das Deck. Auf der anderen Seite angekommen ist die Situation deutlich besser. Der Wind gönnt uns eine Pause und das großartige Naturschauspiel beantwortet die Frage, warum wir den ganzen Weg hierher gekommen sind. Es gibt Orte, die man mit schwerem Herzen verlässt. Die Magellanstraße ist so ein Ort. Doch unser Weg geht weiter. Die Aufregung und das, was jetzt auf uns zukommt, verdrängt das schlechte Gefühl. Nach all den Strapazen brauchen wir aber zuerst eine Stärkung. Morgen früh geht's in die Wildnis. Wir fahren nach Norden. Die Landschaft verändert ihre Farbe. Die Berge rücken immer näher. Wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir müssen nur der Straße folgen.
Hier draußen, so weit abgelegen, gibt es auch nur diesen einen Weg. Und dort, wo die Straße endet, ist unser Ziel. Das Wetter wird rauer und dann können wir das Massiv in der Ferne sehen. Das Wasser ist eiskalt, aber es ist, als würde mich eine Stimme einladen, mich mit diesem wunderschönen Land zu verbinden. Hier, an diesem paradiesischen Ort, ruft mich die Natur und ich kann nicht widerstehen. Ich durfte baden am Fuß der Torres del Paine, dort, wo sich die beiden Flüsse vereinen, ein Geschenk der Natur, das ich nie wieder vergessen werde. Am nächsten Morgen, als die Guanacos noch schlafen, machen wir uns auf den Weg in die Berge. Es sieht so aus, als hätten wir nicht den besten Tag gewählt, um in den Nationalpark zu fahren. Jetzt am Morgen sieht man nichts von den weltberühmten Bergen. Aber beim patagonischen Wetter weiß man es vorher nie. Der Aufstieg zu den Torres ist schwieriger als gedacht. Er bringt uns an unsere Grenzen, auch wenn wir dabei von flinken Schweizer Rentnern überholt werden. Mit jedem Meter tauchen wir mehr ein in die wunderbar wilde Natur. Ein Schauspiel, das uns verzaubert und dem wir ewig zuschauen könnten. Doch wir müssen zum Gipfel, damit wir es noch vor der Dunkelheit wieder zum Auto schaffen. Und dann werden wir beschenkt. Als wir oben ankommen, wartet blauer Himmel auf uns und wir haben beste Sicht auf die Torres. Nach mehreren Tagen absoluter Stille erregt eine Stimme aus dem Lautsprecher unsere Aufmerksamkeit. In dem kleinen Dorf Cerro Castillo herrscht an diesem Tag reges Treiben. Nach einigen Minuten sehen wir uns umringt von Einheimischen ein Rodeo an. Eine alte Tradition, die zum zweiten Nationalsport des Landes geworden ist. Die Chilenen sind verrückt danach. Das patagonische Eisfeld mit seinen riesigen Schnee- und Eisflächen versperrt den Zugang zum Norden auf dem Landweg. Es gibt dort keine einzige Straße. Um unsere Reise in Chile fortzusetzen, müssen wir deshalb die Grenze überqueren und ein Stück durch Argentinien fahren. Etwas weiter nördlich in Coyhaique reisen wir dann wieder nach Chile ein. Wenige Kilometer später beginnt das große Abenteuer der Carretera Austral Richtung Süden. 500 Kilometer Schotterpiste in Richtung der abgelegenen Gebiete Südpatagoniens. Die Straße gilt als eine der schönsten Südamerikas. Ihre außergewöhnlichen Landschaften und die türkisfarbenen Flüsse und Seen machen sie zu einem unvergesslichen Naturerlebnis.
Aber als ob das nicht genug wäre, gibt es noch etwas anderes, für das die Carretera Austral bekannt ist und das sie einzigartig macht. Die unbefestigte Straße ist eine Herausforderung. Sie verursacht so viele Vibrationen und Lärm, dass wir gezwungen sind, maximal 30 Kilometer pro Stunde zu fahren. Nach einem Tag hinter dem Steuer stellen wir fest, dass wir nur wenige Kilometer gefahren sind, aber viel Staub eingeatmet haben. Auch unser Bus beginnt mit den Schwierigkeiten der Straße zu kämpfen. Unser Wassertank fällt ab und die Halterungen brechen. Sie konnten den Vibrationen nicht mehr standhalten. Wir müssen anhalten und ihn reparieren. Unser Hauptwassertank ist abgerissen. Das ist echt die Halterung abgerissen. Also bisher waren wir hochzufrieden. 2 Jahre lang hat es gehalten. Alles super, jetzt reißt uns der Tank ab. Die Carretera Austral ist eine Mischung widersprüchlicher Gefühle. Man könnte sagen, eine Hassliebe. Aber am Ende überwiegt die Freude über ein erreichtes Ziel, das nicht dasselbe Gefühl vermitteln würde, wenn es leicht zu erreichen wäre. Wir haben es geschafft! Das Blöde ist nur, wenn man am Ende eine Sackgasse ankommt, dann muss man den ganzen Weg wieder zurückfahren. Weiter im Norden der Carretera Austral wird es immer feuchter. Wir tauchen ein in einen verwunschenen Nebelwald. Noch nie in unserem Leben haben wir so große Blätter gesehen. Die Pflanze ist übrigens essbar. Sie heißt Nalca. Auf den letzten Kilometern macht unser Bus schlapp. Die letzten Tage haben ihm ordentlich zugesetzt. Seit ein paar Kilometern hören wir ein lautes Klopfen an der Hinterachse. Wir hoffen, dass wir es bis ans Ende schaffen. Mit einem gebrochenen Achsgelenk kommen wir gerade noch rechtzeitig bis zum Hafen von Caleta Gonzalo, um die letzte Fähre nach Puerto Montt zu erreichen. Die Ruhe und Stille, die an diesen abgelegenen Orten herrscht, hat uns gelehrt, zuzuhören, zu beobachten und langsamer zu werden. Ihr seid ja die krassesten. Ne, ihr seid ja die heftigsten. Ja. Habe ich ja noch nie gesehen. Und der Fette da hinten bei den Mülleimern. Die klettern da echt drauf. Ein bisschen aufpassen, weil die sind relativ schnell. Also schnell. Sieht jetzt nicht schnell aus, aber
Hammer hat. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich nicht. Und die fressen den Müll aus dem Müll, die gehen in die Mülltonnen rein. Hier, guck mal, jetzt ist der hier in der Mülltonne drin. Rock, rock, rock. Jetzt ist der echt in dem Müll drin und sucht im Müll nach was zu fressen. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist ja geil. Na komm mal her hier. Na komm mal her. Na komm mal her. Eines müssen wir noch erledigen, bevor wir unsere Reise fortsetzen. Unsere Achswelle. Zum Glück gibt es in Chile verrückte T3-Schrauber und man hilft sich gegenseitig. Unweit von Port Montt treffen wir Sergio, der das Ersatzteil hat, das wir brauchen. Nicht zufällig ist Sergio ein Volkswagen-Fan und überrascht uns mit der Sammlung, die er aus seiner Garage holt. Sergio, Sí. ¿tú eres fan de Volkswagen? Sí. Wow! Guckt euch das an, Leute. Was der Knaller und so ruhig. Ich fand Silencio. Wir entdecken, dass es in Chile eine sehr aktive Community von T3-Liebhabern gibt, die uns von da an auf unserer gesamten Reise begleiten werden. Sergio bringt uns wieder auf die Straße und wir sind dankbar, dass wir ihn kennengelernt haben. Jetzt sind wir bereit für die größte Insel Chiles. Wir wollen nach Chiloé. Trotz eines schwierigen Starts erleben wir eine wilde und authentische Inselwelt. Fix? Nein, das ist nicht gut. Manchmal ist es gut, eine Reise nicht zu sehr zu planen. Wir wollen uns die Möglichkeit geben, uns zu verlaufen, umherzuwandern und zum Beispiel irgendwo unerwartet beim Austernfestival zu landen, wo das mit größter Spannung erwartete Gericht nicht die Austern sind. Alle sind sehr aufgeregt und unsere Ungeduld wächst, als sie beginnen, das große Tuch von Curanto zu entfernen. Hier sehen wir auch die großen Blätter der Nalca wieder, die sie ebenfalls zum Abdecken des Curantos verwenden. Wir kommen gerade noch rechtzeitig an, um eine Portion zu reservieren, denn die Plätze sind innerhalb von Minuten ausverkauft. Wir sind schockiert über die Größe der Portion. Ein Berg an Essen. Curanto ist alles gemischt. Fleisch, Meeresfrüchte, Chapalele, das ist dieses typische Kartoffelbrot. Und zum Glück helfen uns Mali und Wilma, alles aufzuessen. Am Ende essen wir alle 3 Tage Meeresfrüchte. Mali. Schaut euch nur mal diese riesen Miesmuschel an. Das ist eine einzige Miesmuschel.
Wir hatten ja einiges erwartet auf dieser Reise. Aber dass wir fettgefressene Seelöwen auf dem Fischmarkt oder beim Sonnen in den Parks entdecken, hätten wir uns niemals vorstellen können. Baby. Patagonien ist nun weit weg, aber die Vielfalt der Landschaften und die Besonderheiten jeder Region überraschen uns immer wieder. Wir durchqueren die Region, die vom indigenen Volk der Mapuche bewohnt wird. Sie kontrollieren und schützen ihr Territorium streng. Wenn man hier die Nacht verbringen möchte, sollte man um Erlaubnis fragen. ¿Podemos conducirla con este vehículo? ¿Está bien? Ahí está media malita para adelante, pero es lo que hay. Okay, no hay otra cosa, dale nomás. Gracias. Vamos, hey. Der Mann hat uns gesagt, dass die Straße schlecht ist. Und er hatte recht. Sie ist nicht nur schlecht, sie ist auch die einzige. Und so bleibt uns nichts anderes übrig, als sie zu nehmen. Wir erreichen den Gipfel und jetzt, da sich die Wolken verzogen haben, können wir unseren Weg vor uns sehen. Ein kurzer Stopp, um Quinoa und Salz direkt aus der Salina zu kaufen, bevor dieser anstrengende Tag perfekt ausklingt. Für einen Moment fühle ich mich wie in Italien. Eine Reise besteht vor allem aus Begegnungen. Wir haben viele Menschen nur einmal getroffen und nie wieder gesehen. Aber das gehört nun mal dazu. Der Weg besteht aus verschiedenen Pfaden, vielen Richtungen, die sich manchmal wieder kreuzen. Und dann entstehen Freundschaften daraus. Wir treffen Diana und Dieter in Santiago de Chile zum zweiten Mal. Es war wunderbar, ein paar Tage zusammen in der Hauptstadt zu verbringen und wie in einer Wohngemeinschaft gemeinsam Bolognese zu kochen. Ein Traum. Ich kenne die Berge, ich bin in Mailand geboren. Mein ganzes Leben konnte ich die schneebedeckten Gipfel am Horizont sehen. Und doch sind die Anden etwas anderes.
Wir wagen unsere erste Andenüberquerung am Paso de los Libertadores. Es geht in unzähligen Kurven steil bergauf bis auf 3200 Meter. So hoch waren wir mit unserem Bus noch nie. Vor uns liegt der Aconcagua, der höchste aktive Vulkan der Welt. Und trotzdem ist es nur ein Vorgeschmack auf das, was uns in den Anden noch erwartet. Trotz der relativ geringen Höhe merken wir, dass unser Motor überhitzt. Der Lüfter geht nicht mehr. Das müssen wir definitiv ändern, bevor wir wieder in die Berge fahren. Zum Glück wohnt ganz in der Nähe Mario, der T3-Guru, derjenige, der die gesamte Gruppe am Leben hält, die uns hier in Chile begleitet. Gibt es einen besseren Zeitpunkt, als ihn jetzt zu treffen und gleichzeitig das Problem zu lösen? Hier bei Mario können wir alles reparieren. Alles, was in der ersten Hälfte unserer Reise kaputt gegangen ist. Lüfter geht wieder, jetzt fehlt noch die Bremse, unser Stoßdämpfer und dann geht's weiter. Beim Reisen geht es nicht nur darum, Kilometer zusammen um besondere Orte zu besuchen. Es geht vor allem darum, die Menschen und die Geschichten kennenzulernen. Außerdem gibt es Orte, die nur Einheimische kennen und am Leben erhalten. Mario führt uns zu einem dieser Orte. Eine Bäckerei, die seit über 140 Jahren ein einfaches, leckeres Frühstück zubereitet. Warme, frisch gebackene Brote mit Butter und dazu eine Tasse Tee. Wir erinnern uns noch heute an diesen köstlichen Geschmack, reich an Einfachheit und Tradition. In Gesellschaft anderer Reisender verbringen wir ein paar Tage, plaudern, trinken Wein und genießen gutes Essen. Wir schöpfen noch einmal Kraft für unser nächstes großes Abenteuer. Am nächsten Morgen brechen wir auf. Manchmal sind unsere Erwartungen groß, weil sie durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben, beeinflusst werden. Oft schon haben wir im Atlantischen Ozean gebadet. Aber der Pazifik ist anders. Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen dem Golfstrom und dem Humboldt-Strom vor der chilenischen Küste. Der Humboldt-Strom ist eiskalt, aber dafür voller Leben. Está frío, pero igual tenemos que bañar. Ah, aquí se va abajo. Hey! Während wir versuchen, unseren ganzen Mut zusammenzunehmen und in die eisigen Gewässer des Pazifiks eintauchen, kommt uns ein Fischer entgegen mit einem Netz voller riesiger Muscheln. Die Chilenen haben scheinbar keine Probleme mit der Wassertemperatur. Die Größe dieser Muscheln ist beeindruckend. Jair, so heißt der Fischer, erklärt uns, wie man sie öffnet und dann roh isst. Wow. Oh, cómetela. Así no es. Crudo. Roh. Bevor er geht, gibt er uns noch eine Tüte Muscheln. Frische Meeresfrüchte zum Abendessen. Ein Traum. Und dann, mit den Füßen im Sand, beobachten wir die Sonne, wie sie hinter dem Horizont verschwindet. Es gibt ja wohl keine schönere Art, um das Meer zu genießen. No. Als wir aufwachen, steckt ein Auto am Strand fest.
Wir helfen dem Fahrer, sich zu befreien, und ein paar Stunden später kommt er mit seinen Kindern und kiloweise Muscheln zurück. Ein schöner Tag mit Rubens und seiner Familie. I wake up in the morning in this great blue state. Golden fingers caress my face. Slips through the window on a silky breeze. A dreamer's line to plant some seeds. She's my believer, healing all my doubts. A lighted mirror, reflecting out every true potential. A bedrock belief, an elaborate plot to set this bird free. From every element based, every color that's attached. She paints pictures blue and green, and I release them to the sea. For the ancient memories, just as fleeting as a breeze. She paints pictures blue and green, and I release them to the sea. How we lay in the sunset, white out in June. Her body sings, and I join the tune. All the sirens calling, the crows leave their trees, but a peace pervades us, and the dreamers dream. From every element based, every color that's attached. Ehrlich gesagt war es schwer, diesen Ort zu verlassen. Die Menschen, die wir hier getroffen haben, haben uns besondere Momente beschert und uns mit ihrer Lebensgeschichte bereichert. Unsere Wege mögen sich trennen, aber die Erinnerungen an die schönen Momente werden für immer in unseren Herzen bleiben. Man erzählte uns von einem bezaubernden Tal zwischen den Anden und dem Küstengebirge. Hier wird der weltberühmte Pisco hergestellt. Ein Traubenbrand, der in Cocktails wie dem Pisco Sour köstlich schmeckt. Es ist ein magischer Ort, voller Energie. Wir suchen nach einem Übernachtungsplatz und sind sofort von der Magie des Tals erfasst. Zwischen den leuchtenden Bergen und dem Lagerfeuer zieht über uns die Milchstraße vorbei. Wir wünschen uns die Zeit anzuhalten, und doch verschwindet ein Stern nach dem anderen hinter den Bergen. Von den Bergen bis an den Ozean ist es in Chile nie weit. Dafür ist die Küstenlinie umso länger. Unsere Augen reichen oft nicht aus, um diese Weite zu erfassen. Die Entfernungen sind gewaltig. Die Landschaft scheint endlos. Doch diese Unermesslichkeit vermittelt uns ein absolutes Gefühl der Ruhe.
An der Küste entlang, auf unserem Weg nach Norden, haben wir unbemerkt die Atacama-Region erreicht. Es ist ein surreales Gefühl zu wissen, dass neben dem lebendigen Humboldt-Strom die trockenste Wüste der Welt auf uns wartet. Bevor wir bereit sind für die Wüste, wollen wir noch ein paar Tage am Meer verbringen. Hier findet man immer abgelegene Strände, voller Leben. Im Sommer ist hier sicherlich viel los, aber jetzt sind wir ganz alleine. Nur wir und das Meer. Immer wenn wir einen Ort verlassen, sind wir traurig, ein Paradies hinter uns zu lassen. Wir Menschen neigen ja dazu, das, was wir haben, zu halten und vergessen, dass das, was vor uns liegt, das eigentliche Ziel ist. Doch wer bleibt, kann das Schöne, was kommt, nicht finden. Wir sind froh, dass wir aufgebrochen sind. Und so finden wir einen der spektakulärsten Orte unserer Reise. Björn ist ein echtes Organisationstalent. Er spricht nur ein paar Worte mit den Fischern und dann schenken sie uns einen dicken Fisch. Das ist doch mal ein Fisch, oder? Heute gibt's was Leckeres. Wir glauben ja schon lange nicht mehr an Zufälle. Und so kam es, dass wir vor ein paar Tagen grundlos und vor allem zum ersten Mal seit Monaten einen Sack Holzkohle gekauft haben. Wir brauchten ihn nicht. Oder besser gesagt, wir wussten es noch nicht. Heute schließt sich der Kreis. Uns überrascht ein unerwartetes, köstliches Mittagessen, das wir ohne Holzkohle nicht hätten genießen können. Ja, sieht das nicht lecker aus? Gefüllt mit Zitronen, Knoblauch, Petersilie, Salz und Pfeffer. Und jetzt geht das los hier. Also hier wäre total heiß, hier tun wir nicht hin, hier ist eine gute Temperatur und hier lassen wir den einfach mal. An dieser trockenen, wüstenartigen Küste ist es ziemlich kompliziert, ein Feuer zum Kochen zu machen. Rundherum gibt es aufgrund der großen Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht nichts als Sand und Steine, Pflanzenfellanzeige. Und in die Pfanne passt der große Fisch auch nicht. Looks delicious.
Richtig große. Boah. Und richtig hart. Richtig was zum Beißen. Das ist super, super, super lecker. Einzigartig. Es gibt Orte, an denen braucht man keine Karte, um sich zu orientieren. Die Landschaft spricht für sich. Plötzlich wird alles trockener. Wir begegnen immer weniger Häusern, immer weniger Menschen und immer weniger Trinkwasser. Die Küste wird rauer, unzugänglicher. Es wird zunehmend schwieriger, einen Platz für die Nacht zu finden. Und die wenigen Wasserquellen, die es gibt, müssen wir nutzen. Wir fahren weiter auf der weltberühmten Panamericana am Meer entlang, die uns zum Tor der Atacama-Wüste führt. Die Atacama-Wüste ist ein Ort zwischen Emotionen und extremen Kontrasten. Die Wüstenluft trocknet unsere Worte. Es gibt keinen Schutz vor der brennenden Sonne, während der starke Wind über die Überreste einer verlassenen Stadt fegt. Sie war einst Teil der Bergbauindustrie des Landes. Von ihrer Existenz zeugen heute nur noch die Toten. Der heulende Wind in der Geisterstadt Chacabuco lässt es uns kalt den Rücken runterlaufen. Die Wüste konserviert diesen Teil der Geschichte. Und die Vorstellung, dass hier früher ca. 5000 Menschen gelebt haben, wird in unserer Fantasie lebendig. Sie haben ihr ganzes Leben hier verbracht, eingeschlossen von den Mauern und der lebensfeindlichen Atacama-Wüste. Für einen Moment glauben wir sogar, ihre Schritte und Stimmen zu hören, während sie unter der sengenden Sonne mitten in der Wüste ihr Leben verbracht haben. Wenn die Wüste uns eines gelehrt hat, dann ist es, dass alles vergänglich ist.
Alles wird irgendwann wieder zu Staub, alles endet. Auch unsere Reise nähert sich ihrem Ende. Das wird uns gerade wieder bewusst. Doch bekanntlich kommt das beste Jahr zum Schluss. Wenn man was erleben will, muss man auch von der Hauptstraße abbiegen. Und wir haben jetzt gerade ein Schild gesehen, dass das Valle de la Luna, also das bekannte Valle de la Luna, hier links reingehen soll. Die Straße ist auf jeden Fall abenteuerlich. Ich bin mal gespannt, jetzt sehen wir eine Hügelkette und dahinter wird es denn wohl sein. Und ich bin mal gespannt, ob wir da rüberkommen. Das sieht jetzt schon beeindruckend aus. So kein Straße mehr, not for four-wheel drive, not for two-wheel drive, nobody. Der Weg war schon mal falsch. Hier geht's nicht weiter. Wir drehen um und suchen uns den nächsten. Schluss hier, Repio. Oddio, Chazzi, parece que no hay más la calle. Oh. Das ist ein Conducido, ein outro mehr. Ui. Wir kommen nie wieder zurück, nie wieder. Hier geht's so steil bergab, dass wir niemals umdrehen können. Wir hoffen, dass wir es auf der anderen Seite bis ans Ende schaffen. Come on, Hermann, you can do it. Alles ab. Na komm jetzt. Es berührt mich sehr, wie leer es um uns herum ist und ich trotzdem nicht aufhören kann, die Fülle an Schönheit in mich aufzunehmen. Die Stille ist so intensiv, dass ich sie höre. Wenn ich mich darauf konzentriere, hat sie ihren ganz eigenen Klang. Nach Tagen alleine in der Wüste nähern wir uns langsam wieder der Zivilisation. Wir treffen unser erstes sehr sympathisches Lama. Hallöchen, wer bist du denn? Aus. Ja, wer bist du denn? Das ist Mali da. Ljubljana. Du bist so lustig. Na? Komm, mira la Mali. Das ist Mali. Kennst du Mali? Was siehst du, Baby? Wir stärken uns nochmal und machen uns bereit für unser letztes großes Abenteuer auf unserer Chile-Reise. Wir müssen dafür zwar ein paar Kilometer fahren, aber es lohnt sich. Freunde haben uns schon lange vorher vom San Francisco Pass erzählt. Einer der schönsten Andenpässe und gleichzeitig eine Herausforderung für uns und unseren Bus.
Wir müssen bis auf 4700 Meter hoch, bevor wir dieses wunderbare Land verlassen können. Hoffentlich macht unser Bus eine solche Höhe mit. Mit einem Feuerwerk an Eindrücken verabschiedet sich Chile von uns. Ein Land durch alle Klimazonen, ein Land der Gegensätze, ein ganz besonderes Land. Danke, Chile.